Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute auf dem Plan steht das erste Video mit den, mehr oder weniger gesponserten Pilzen. Zum großen Teil sind es ja noch meine Pilze, die ich hier aufgeladen habe, ne? Aber ja, wir werden heute auf jeden Fall zum Anfang des Videos mal ein, zwei Steine skippen aus der Mine. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Stärkestein. Dann werden wir den auf jeden Fall austauschen. Dann sind wir nämlich komplett mit den 10er-Steinen besetzt hier, wie ihr sehen könnt. Mir fehlt nur noch der eine hier oben. Ich habe hier zwar einen Ausdauerstein, würde aber lieber einen Stärkestein noch finden. Das wäre noch ganz nice. Und ja, dann werden wir versuchen mit der Waffe, die ist jetzt schon inaktuell, werden wir aber trotzdem noch versuchen, ein paar Tries hier zu machen, ein paar Tries im Wirbelwind und gucken, ob wir ein paar Level vielleicht zusammenkriegen. Ja? Und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann werden wir auf jeden Fall im Waffenladen nach einer neuen Waffe suchen, denn es ist gerade neuer Tag hier in Shakes and Fidget, es ist gerade 4 nach 0 Uhr und ihr seht, die Waffen sind auf jeden Fall schon ziemlich schmackhaft hier, ne? Die ich jetzt gerade hier gedroppt bekommen habe. Ist sogar eine Stärkewaffe, hat eine geile Spanne, würde ich mitnehmen, wenn wir keine Dungeons schaffen, aber ich gehe von aus, wir schaffen welche und damit auch noch ein paar Level und blättern dann nach einer neuen Waffe, womit wir dann in der Theorie noch weiterkommen. Aber zuerst mal werden wir den Gladiator-Trainer auch natürlich noch skippen zum Anlass, denn dadurch sparen wir uns nochmal ein paar Pilze. Ne? Also klar, wir geben ein paar Pilze aus, aber im Dungeon, wenn wir da jetzt ein bisschen durchrasieren, sparen wir uns ja dann ein paar Pilze, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir den dann besiegt bekommen. So, deswegen skippen wir das Ganze jetzt auf Stufe 8. Bitte macht das zu Hause nicht nach, ja. Ich habe ja die Pilze gestellt bekommen hier von Player Games und deswegen, skippen wir und wir bekommen direkt einen Stärkestein. Ja, nice, Digga, nice. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir setzen den Stärkestein hier oben rein. So, den bewahren wir uns erstmal noch ein bisschen auf und gucken mal. Wir haben hier sogar noch einen besseren Stärkestein drin. Das heißt, wir werden nachher die Waffe hier opfern müssen oder werden halt die Steingewinnung machen, denn wir brauchen natürlich auch noch dementsprechend den Stärkestein aus der Waffe, ne, wenn wir die Dungeons legen sollten und dadurch ein paar Level-Ups machen. So, aber wir gucken erstmal rein in den Dungeon. Wie gesagt, wir haben jetzt, sind jetzt komplett Stärke- und Ausdauertechnisch ausgerüstet, was die 10er-Steine angeht. Haben frisch den Gladi geskippt und ich denke mal, es sollten ein paar Etagen drin sein. Und dann legen wir mal los, mit den verrückten Jongleur. Ich habe hier auch in der Zwischenzeit schon ein paar Dungeons besiegt. Ja, also wir sind schon ein bisschen weitergekommen tatsächlich. Aber die Tries waren jetzt nicht so spannend gewesen, sag ich mal, ne? Und ihr werdet das ja dann auf jeden Fall sehen. So, da haben wir Stufe 170 auch schon erreicht und die Gegner fallen hier ganz gut. Welchen haben wir als nächstes? Ein Stärke-Gegner hier wieder am Start. Mal gucken, der Bronco, der sieht auch sehr machbar aus. Und ja, wie gesagt, wenn der zu viele Pilze frisst, dann werde ich auf jeden Fall im Shop blättern. Aber bisher sieht es noch sehr gut aus. Wir haben den Bronco besiegt und kommen als nächstes zum Schlangenmenschen. Das ist ein Geschickgegner und der fällt auch direkt. Und damit sind wir auf Stufe 174, ja. Das sieht sehr, sehr nice aus. So, Madame Mystique ist ein Intelligenzgegner. Der sollte in der Theorie eigentlich auch legbar sein. Und damit sind wir Stufe 176, ja. Und wir haben noch nicht nach einer neuen Waffe geguckt. Und meine Waffe ist schon sehr, sehr outdated. Vergesst das nicht, Leute, ja. Wir haben ordentlich Paracash auf Tasche, ja. Und damit können wir hier noch mehr reinskillen. Und, gucken einfach mal, was sonst noch so geht, ne? Mal gucken, der nächste ist auch wieder ein Stärkegegner. Wir gucken, ob wir den Terror-Clown besiegen können. Ansonsten werden wir langsam mal nach einer neuen Waffe gucken. Ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit. Ja, der sieht jetzt schon ein bisschen mächtig aus. So, das merkt man denn so an den Tries, so, ne? Wenn man halt nicht mehr weiterkommt, dann muss man dann nach einer neuen Waffe suchen. Und wir haben jetzt, glaube ich, wie viel Level sind wir aufgestiegen? 6 oder so? Ich glaube, wir haben 3 Dungeons, 6 Etagen sind wir aufgestiegen. 6 Etagen. 6 Level. Ja. Und, warte mal. Die Sachen, die werden wir mal zerlegen, die hier nicht so viel Gold bringen. Die viel Gold bringen, würde ich ganz gerne behalten, bis die, bei
bei Hexe mal kommen. Bringen natürlich doppelten Wert, ne? Ist natürlich ganz nice, muss man drauf achten. So, wir zerlegen mal ein paar Sachen hier für Metalle. Sind ja im späteren Spielverlauf auch relativ wichtig. Und dann gucken wir mal, was im Wirbelwind so geht. Und da geht auch ein bisschen was. Wir sind Stufe 177. Und vergesst nicht, das Epic-Event, das kommt erst noch, ne? Also bis dahin sind wir dann ein paar Level auf jeden Fall wieder aufgestiegen. Und dann können wir uns da direkt komplett neu episch ausrüsten. Das wird natürlich auch noch ein Gaumenschmaus werden, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. So. Da haben wir einen Brustpanzer, den können wir verkaufen, ja. Und das Ding machen wir mal so, zack. Ja, und dann verkaufen wir mal ein paar Items hier. So, bam. Machen wir mal ein bisschen Skilly-Milli hier rein, dass wir noch ein bisschen mehr Attribute am Stissel haben und gucken mal, wie weit wir noch im Wirbelwind kommen. Erstmal noch eine Stufe aufgestiegen, natürlich auch sehr nice. Bevor wir dann endgültig nach einer neuen Waffe suchen, ja, mit natürlich einem noch deutlich höherem Level. So, Alter, das wird nachher richtig schmecken, sag ich euch. Wenn wir nach einer neuen Waffe suchen. Ich verkaufe das einfach alles hier. Was soll das denn, ja? Weg damit. So und weiter hier auf Stärke, immer Damage, ne? Und jetzt sollten wir auch die 100. Etage im Wirbelwind legen, ne? Ja, und da haben wir es geschafft. Und sind noch ein Level aufgestiegen. Wie sieht es im Gildenchat aus? Jo. Danke, Leute. So, seid im Video. Mal Grüße raus. So, ja, jetzt wird natürlich noch ein bisschen weiter geballert, Leute. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen hier, ne? So, wir gehen mal ein bisschen in Ausdauer rein. Kann nicht schaden, denke ich mal. Jo, und machen weiter im Wirbelwind. Mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht... Ja, vielleicht schaffen wir noch 180 und dann gucken wir nach einer neuen Waffe. Jo. Mal gucken, wie sieht's sandsturmmäßig? Ah, okay. Gut, wir gucken jetzt nach einer neuen Waffe. Lohnt sich nicht. Der frisst sonst zu viele Pilze, denke ich mal. Genau. So, dann blättern wir mal und schauen mal nach, ob wir eine gute Waffe kriegen hier mit Stärke. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. So, bis 500 geht schon rechts raus die Spanne. Mal schauen, was sonst noch so geht. Ja, moin. Grüße an meine Gilde hier übrigens, ja. Macht sehr viel Spaß und ja, jetzt ziehe ich auf jeden Fall auch ein bisschen nach hier, ne? So, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Oh, da haben wir schon mal Stärke, 507. Das sieht nach einer guten Spanne. Oh, wir haben hier, da geht die Spanne noch besser tatsächlich. Oh, 538, die ist ja noch besser. 70 und 185. Boah, Alter, ich glaube, da haben wir schon einen guten Griff gemacht hier, ne? Stärkewaffe, 2 Stärkewaffen hier direkt. Ja, holy shit. Da haben wir ja richtig Glück gehabt. So, Edelsteinsockel hinzufügen. Bam. So, und Steingewinnung. Vielen lieben Dank. Rein damit. So, haben wir hier noch was irgendwie? Nö, können wir verkaufen hier. So, zack, zack, zack. Haben eine neue Waffe. Wie sieht es eigentlich mit Verzauberung aus? Okay, sind bei 34% hier momentan. Ja. So, und dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? Geht's weiter. Wir haben deutlich Stärke dazu gewonnen, sehe ich gerade. Wir sind über 6000 auf einmal. Wo kommt das denn her? Ging ja richtig schnell. Ja, gucken wir mal jetzt, was der Terrorclown jetzt so für uns bereithält. Mit dem neuen Waffen-Upgrade sollte der vielleicht liegen. Ja, mal schauen. Komm, gönn. Ah, der ist ein bisschen störrisch hier, aber der sollte eigentlich machbar sein. Mein Equipment ist davon abgesehen auch relativ, ja, also ist nicht aktuell, ne? Da haben wir ihn down. 181 sind wir damit gekommen, boom, und haben den nächsten ja, Dungeon freigeschaltet. Also die Waffe ist okay, aber ja, ihr seht, die Stat-Punkte, wir verlieren zwar ein bisschen Rüstung, aber 56 Stat-Punkte ist, denke ich mal, ganz angenehm. Vielleicht verbessern wir das noch einmal hier, so, ja, bringt jetzt nicht so viel. Steingewinnung. Wir verlieren ein bisschen Rüstung, aber die Stat-Punkte sind auf jeden Fall ganz nice. Wäre cool, wenn wir ein paar Epics rausziehen hier aus dem, ja wenn wir ein paar Epics rausziehen aus den Dungeon-Gegnern, das wäre ganz nice, weil, guckt euch mal meine Epics an, die sind hier wirklich unter aller Kanone wie Magazine, aber ich will jetzt auch nicht im Shop nach Epics suchen, wenn kein Epic-Event ist, so, ne? Das ist natürlich eine Sache, die, ja, die ist jetzt nicht so klug. Deswegen schauen wir mal, ob wir überhaupt hier noch, ja, weiterkommen, aber ob wir auch irgendwie mal ein paar Epics bekommen würden.
Das wäre natürlich auch noch relativ nützlich, sag ich mal so, ne? Das wäre, da bekommen wir 1. Ja, das sieht schon mal gut aus. Zack. So. Und wir gucken mal, ob wir ein paar Steine vielleicht geskippt kriegen hier. Ja, noch ein Stärkestein. Sehr nice. Wir lassen gleich weiter suchen hier. Das Ding ist ja, dass ich mal so langsam anfangen muss, meine Begleiter auch auszurüsten, ne? Das ist ja ein Ding, da muss ich jetzt auch mal so dran denken, denn so langsam wird Zeit, ne? Okay, der hat schon einen Ring. Dann schmeißen wir das Teil mal in die Toilette rein. Und es bleibt ein Stärkering. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Gut, dann setzen wir das mal ein und dann schmeißen wir das Ding morgen ins Klo oder so. Ne? Wie steht eigentlich die Aura hier? Ja, da war ich ein bisschen nachlässig gewesen. Da, bin ich jetzt nicht so aktuell unterwegs, aber wir schauen mal weiter. So, wir haben das Ding ausgerüstet, ne? Und dann gucken wir einfach mal weiter, wie es jetzt aussieht. Wir könnten theoretisch jetzt schon wieder eine neue Waffe kriegen, die nochmal besser ist als die alte. Aber ja, gucken wir einfach mal, wie die alte Seele so aussieht. Nö, da passiert jetzt nicht so viel. Dann, wie sieht es eigentlich hier jetzt schon aus mit Oha! 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 Ich hätte nicht gedacht, dass ich den schon lege. Ich dachte, der ist stärker. Na gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, dann hier, bitteschön. Ja, dann gucken wir mal, was hier noch so geht, ne? Ja, nice. Ja, das ist ja angenehm. Ja, das Gute ist, dass wir hier ja auch ein paar Sachen finden für unsere Begleiter, ne? Und dann geht natürlich auch im Märchenturm noch mal ein bisschen was, ne? Und Stufe 187, ja, das heißt, jetzt können wir eigentlich, jetzt können wir eigentlich aufhören zu spielen. So, boah, starker Gürtel. Starker Gürtel hier am Start. So, Steingewinnung, boom. Zack, haben wir das Ding hier am Stissel, Manissel, für Schissel. Und dann kriegt der Bertram den Gürtel. Kundschafter, Gürtel, Geschick, Ring, nice. Kriegst einen Glückstein rein, so. Und ein Kriegerhelm, was war das? Den hatten wir ausgetauscht, ne? Ja, okay. Gut, dann schauen wir mal weiter in der Unterwelt, ne? Mal gucken. In der Schattenwelt verwechsel ich immer. Mal gucken, was hier noch so geht. Wie sehen eigentlich meine Begleiter aus hier so? Okay, mein Dings hat gar keine Waffe am Start hier. Das natürlich, ne? Das können wir natürlich noch ändern. Wir haben ja hier noch so eine schöne Waffe gehabt. Nehmen wir die gleich mal mit. Das bringt ja dann zumindest noch mal ein bisschen was. Also ganz schön, ne? Wenn man so eine Waffe wegnimmt. Das macht ja schon ein bisschen was aus. So, mal gucken. Banshee down. Ja, und noch eine Stärkekarte. Die ist für unseren Main gut. Modebewusst. Gleich Achievement gegrabt hier. 2,9, 2,6. Okay, dann nehme ich den Stein hier noch raus. Ich wollte ihn eigentlich meinen Bertram geben, aber der Stein, der ist zu gut. Ich wollte das Epic eigentlich für Bertram behalten, aber nö. Und wir bekommen noch eine Waffe. Plus, also 16, eine Epic-Waffe. Aber die Spanne ist nicht so nice. 480, ja. Nee, da behalte ich lieber noch meine normale Waffe. Für Dungeons ist auf jeden Fall besser, aber dann kriegst du die. Der freut sich dann nochmal drüber. Dann war die Waffe zwar ein bisschen waste, aber ja. Auf jeden Fall besser als gar nichts. So, Voodoo-Meister. Was geht? Wir können mal gucken, wie es jetzt ein bisschen im Märchenturm aussieht. Denn wir haben ja Gold-Event noch momentan. Da geht auch ein bisschen was. Ja. Mal gucken. Okay, das ist natürlich immer das Ding hier mit dem Durchentern. Huch, da brauchen wir noch gar nicht großartig durchentern. Aber jetzt können wir unsere Begleiter richtig gut equippen. Und wir bekommen natürlich auch nochmal schöne Prozente hier fürs Gold-Event gleich. So, warte mal, bevor wir hier weiterballern, equippen wir erstmal unsere... Equippen wir erstmal unsere Begleiter hier. Alle Attribute. Boah, nochmal stärker. Kann jemand anders? Hat hier... Ah ne, ist für Kundschafter nur. So, gut, dann kriegst du das Teil hier. Da nehmen wir noch den Stein raus. Den setzen wir nochmal gleich rein. Gleich nochmal Handschuhe. Das Ding können wir loswerden hier. Ja. So, mal gucken, wie sieht es jetzt aus. Ja, nice. Und nochmal eine Magierwaffe.
Noch ein paar Tries in der alten Seele hier vielleicht. Nochmal so nebenbei, nochmal so auf Undercover. Ne, schade. Der ist noch zu hartnäckig. Mal gucken, du hast eine neue Waffe. Nochmal besser, aber Spanne schlechter. Können wir jetzt so erstmal so nichts mit anfangen. Aber wir bekommen nochmal einen Helm. Für die Kunigunde. Können wir aber zerlegen. Bringt uns jetzt nichts weiter hier. So, gucken wir mal weiter. Märchenturm immer gut, um Begleiter auch zu equippen. Ne? Und Gold zu farmen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Goldfarm auch tendenziell ganz doll wichtig. Ja, bisschen Ausdauer auch. Denn der Märchenturm, der gibt natürlich auch ziemlich viel Gold auch, ne? So, dann machen wir gleich weiter und da fällt der nächste eine Geschickkarte hier. Ist die nochmal besser? Ja, die ist nochmal besser als die hier. So, und weiter geht's. Schaffen wir Etage 10. Huch. Ja, nicht First Try. Aber das sollte auch kein Problem darstellen. War das eine Kundschafterwaffe? Ja, nice, das brauchen wir auch noch. Jawollo. Sehr stark. Können wir den Bogen auch hier verkaufen. Da haben wir die Kunigunde auch gleich ausgerüstet. Und damit fällt natürlich auch gleich der nächste. Ja, ja, Dankeschön an die Gilde hier natürlich auch. Ne? Da gehen die Grüße zurück natürlich an die ganze Gilde. So, und jetzt kriegt der Marquardt hier auch endlich mal seinen Hack. Ne? So, wir skillen noch ein bisschen weiter. Zack, 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 zack. Und schauen, was der Turm noch so für uns bereithält. Ja, bevor wir hier... Ich habe noch nicht meine Alu gequestet heute. Also wir können heute noch mit besserer Alu auf jeden Fall ja, noch durch das Gold-Event durchgehen. Hier der letzte Slot für die Kunigunde ist auch da. Und ja, wir müssen aber unseren Marquardt noch ein bisschen equippen. Das wäre ganz nice, wenn wir da noch ein paar Equipment-Slots finden für den guten Dude. Ein Kundschaftergürtel. Ja, der ist nochmal besser, aber nicht bedeutend. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen rein. Und so muss das sein. Ja. Im Wirbelwind geht natürlich jetzt auch nochmal einiges mehr, glaube ich, ne? Ah, der Sandsturm ist, glaube ich, eine Bremse, aber danach sollte es nochmal ein bisschen weitergehen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Das Ding ist ja, wir müssen jetzt, wenn wir noch weiterkommen wollen, müssen wir jetzt viele Items auch loswerden. Das Ding ist aber, ich würde die ganz gerne zerlegen wollen. So. Und das braucht natürlich ein paar Tage, bis wir die zerlegt bekommen. Ja, weil man natürlich am Tag nur bestimmt viel schafft. So, ne? Und deswegen, ja, möchte ich eigentlich mein Inventar nicht zu doll zuballern, ne? Deswegen, ja, muss ich gucken, wo ich Schluss mache. Ich will nicht allzu viel ballern. Wir wollen ja auch nicht alles an einen Tag hier loswerden, wisst ihr. Ja, Rom wurde ja nicht an einen Tag erbaut, ne? Wir können uns das Ganze natürlich auch noch ein bisschen aufheben, ne? Weil ich gleich unser ganzes Pulver hier verschleudern, was wir ja, zur Verfügung haben, ne? So. Aber hier sieht es auf jeden Fall, also hier könnte man auf jeden Fall noch weitermachen, ja. So, ein bisschen was in Ausdauer und ein bisschen müssen wir uns noch an unser Glück denken, denn wir haben ja den Gladi-Trainer auch und der muss natürlich auch noch für uns ein bisschen durchcarryen. Dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Glück und da bekommen wir nochmal eine sehr gute Rüstung. Edelsteinsockel, zack, Steingewinnung, boom und rein damit. So, können wir die Sachen auf jeden Fall, das Ding auch nochmal verbessern. Ich habe die anderen Sachen, die ich jetzt bekommen habe, durch die Dungeons jetzt nicht verbessert. Großartig, aber ja. Gut, kann der vielleicht hier noch? Ja, das ist nochmal gutes Upgrade. Das Ding können wir eigentlich in den Kessel werfen, aber bringt auch nicht viel. Und jetzt wäre so langsam der Spot, wo mein Inventar voll ist. Ne? Ja, wo ich dann langsam versucht bin, ja, aufzuhören, sag ich mal. Noch ein Item hierfür. Genau, weil ich mein Inventar nicht zu doll zumüllen möchte damit, ne? Das, ja, da muss ich natürlich gucken, wie ich das mache. Wir können noch mal ein paar Tries in die alte Seele, die würde ich ganz gerne noch down. Hab nichts gesagt. Die haben wir noch down bekommen. Bekommen wir noch ein neues Item hier. Oh, sehr viel mehr Rüstung. 12 Stats ist zwar nicht viel, aber die Rüstung schmeckt richtig gut. Rüstung auch sehr, sehr wichtig. Deswegen Edelsteinsockel, ja. Steingewinnung
ist zwar wirklich kein gutes Upgrade so von den Stats her, aber die Rüstung ist wirklich wichtig, Leute. Da müsst ihr drauf achten. Geschickgegner, Quälgeist. Geht der auch noch? Ja, der zickt. Oh, haben wir den Quälgeist auch noch besiegt? Ja, nice. Sehr stark. So, wir gehen mal ein bisschen auf Glück hier. Bam, 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 bam. Damit wir auch ein bisschen den Gladi-Trainer vielleicht hier zum Tragen kommen lassen wie Umzugshelfer. Und das ist ein Intelligenzgegner. Und der Intelligenzgegner, der sollte in der Theorie eigentlich auch fallen. Komm, jawohl, und da sind wir Stufe 195 und bekommen ein neues Schild. Und das Schild ist natürlich Poggers. Das ist natürlich richtig nice. Und wir können eigentlich auch wieder nach einer neuen Waffe suchen. Denn, ja, die ist natürlich jetzt auch schon wieder outdated nach der kurzen Zeit, ne? Aber mal gucken, was ist der nächste Gegner hier? Wieder ein Stärkegegner. Der wird natürlich jetzt ziemlich, ja, der ist natürlich jetzt ziemlich strong. Ja, moin! Ja, von wegen ziemlich strong. Der ist ja komplett easy gewesen. Alter, wir gehen nochmal ein bisschen mehr auf Glück. Das brauchen wir jetzt in dieser schwierigen Zeit. Alter, nice. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch so weit kommen hier, aber da haben wir in kürzester Zeit tatsächlich wirklich sehr viel rausgeholt. Macht das bitte nicht nach, ja. Das Ding ist, ich bekomme hier halt, ja, wie gesagt, ne, ihr wisst ja Bescheid, die Pilze gestellt vom Playa und von daher, ja, tut mir das nicht ganz so weh. So, wenn wir den noch besiegen hier, Geschickgegner, dann sind wir Stufe 200, wenn es gut läuft, wenn wir genug XP bekommen. Aber sollte eigentlich sein. Deswegen gucken wir mal. Wir gucken vielleicht erstmal noch nach einer neuen Waffe. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal schauen, wie es hier jetzt aussieht mittlerweile wieder. Ja, schon wieder sehr viel mehr Stat-Punkte am Start. Das wäre, glaube ich, ganz gut, nochmal nach einer Waffe zu schauen, bevor wir hier uns zu doll verbrennen an den Pilzen. Heftige Folge, sehr, sehr heftige Ausrasterfolge hier. Krass, feiere ich ja extrem. Ich hoffe, euch gefällt der Content auch. Das ist natürlich ziemlich nice, dass wir jetzt öfter mal so eine heftigen Pushes hier machen können. Ne, das freut mich natürlich und ich hoffe, euch freut. Oh, die Spanne ist ja lecker, aber die ja, sind leider die falschen Dings, die falschen Werte drauf. Ja, gucken wir mal. Wir suchen eine Stärkewaffe. Ja, die ist gut. Spanne, schlecht. Die Spanne ist scheiße. Deswegen, die will ich nicht haben. Spanne ist alles. Ja. Ja, wie gesagt, Stärke, also die wird schon reichen, ne? Also so ist nicht, die würde schon reichen jetzt, ne? Aber ich will halt eine schöne Spanne haben. Das wäre schon ganz nett, ne? Wir suchen jetzt die perfekte Waffe, sozusagen. Zum Abschluss nochmal, damit wir hier einen schönen Endpush nochmal haben. Den letzten Gegner, den werden wir jetzt auch noch besiegen, damit wir Stufe 200 erreichen. Und dann, ja, war das auf jeden Fall eine absolut heftige Folge. Ich bin sowas nicht gewohnt, muss ich sagen. Ja, ich bekomme 600 plus rechts raus an Spanne. Aber, oh, bevor wir hier weitermachen, großartig, ja, nehmen wir die einfach mit. Ich schmeiß das Ding in den Kessel hier. Weg damit, braucht kein Mensch hier. Ich bräuchte Gold. Wir gucken mal am Glücksrad. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück am Glücksrad. Einmal Gold. Komm, einmal Gold hitten. Jawohl. Alter, wie viel Gold ich jetzt durch das Glücksrad bekomme, ist ja abnormal. Holy shit. So, nochmal ein Sockel. Zack. Und Steingewinnung. Boom. Bam. Zack. Einmal verbessern hier das Teil. Und wir gehen nochmal ein bisschen in Glück rein. Das ist jetzt nochmal, ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ne? So, wir gehen auf 1 Million Gold runter und den Rest gehen wir nochmal in, wir gehen nochmal in Stärke rein. So, okay. Und dann, jetzt hat er Bock, ja, jetzt habe ich richtig Bock. So, letzter Gegner. Der sollte jetzt machbar sein. Und da haben wir es geschafft. Stufe 200. Fuck, Alter. Wie schnell wir das jetzt geschafft haben, ne? 200 zu hitten. Alter, in kürzester Zeit, ne? Führerhaufen. Bruder. Alter, das macht richtig Bock, so zu ballern. Ich sag's euch, das ist ultra nice. Das bockt richtig hart. Ey, Mann, das ist absolut insane, muss ich sagen. Ich bin's nicht gewohnt, so heftig zu ballern, ne? Sagt hier die,
Okay, die sagt gar nichts. Ja, alles klar, die sagt überhaupt nichts. Ne, jetzt können wir Märchenturm noch mal weitermachen. Ne? Ich glaube, wir bleiben erstmal jetzt auf Stufe 200 stehen. Das ist eine schöne Zahl. Ne? Damit bin ich zufrieden. Wir haben ein bisschen Zeit, unser Inventar auszumisten die Tage. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz nice. Wir können hier noch auf jeden Fall weitermachen. Ein bisschen können wir noch. So, ein bisschen Inventarplatz haben wir ja noch. Ist halt ganz gut, dass wir jetzt nochmal vorankommen hier, weil, ja, es halt Gold-Event ist und ich das perfekt nutzen kann eigentlich. Ne? Deswegen ist es ganz nice. Boah, Bruder, hier fällt ein Dungeon nach dem anderen. Das ist ja unglaublich. Normal eine bessere Waffe hier. Ne? Und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo ich halt was entrümpeln müsste. Aber das Ding ist halt, es würde sich, glaube ich, tatsächlich, das ist schon ein sehr altes Item jetzt, es würde sich fast lohnen, die Sachen hier wegzuschmeißen und nicht die Ressourcen daraus zu gewinnen, weil ich halt jetzt die Prozente vom Turm halt bekomme. Und jetzt zum Gold-Event könnte es natürlich nochmal sein, dass man dadurch nochmal einen Extrem-Push bekommt. So, ne? Warte mal, das ist alle Attribute, ne? Ja. Hier auch nochmal, fettes Upgrade. So, den Stein lassen wir jetzt erstmal da drin. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wir kommen deutlich, deutlich weiter hier auch. Immer noch im Nachhinein geht hier auch noch einiges, ja. Okay, nicht mehr ganz so viel. Alles klar. Vielleicht machen wir hier erstmal einen kleinen Schlussstrich, würde ich mal vielleicht sagen, ne? Vielleicht mit dem Item nochmal. Ja. Na, wer sagt's denn? Da kriegt der Marquardt auch nochmal gleich Handschuhe neue. Boom. Ja. Und vielleicht noch die 20. Oh, nice. Was war das? Kundschafter? Gürtel? 200, ja, aber es ist alle Attribute. So. Und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, jetzt werden wir langsam zu gierig. Hier werden wir mal den Stein gewinnen hier für Marquardt. Den müssten wir eigentlich in die Waffe Edelsteinsockel hinzufügen. Da bringt er am meisten. So. Und gehen wir nochmal rein. Und da haben wir auch den nächsten gleich am Stisselmanissel. Und jetzt sind wir Etage 20 hier auch gleich im Turm. Ne? Haben wir das gleich auch geschafft. Und jetzt werde ich erstmal nochmal kurz chillen. Wir haben 20 Etagen im Turm geschafft. Das ist unglaublich. Jetzt kann ich mich erstmal zurücklehnen und relaxen. Wir haben einen ziemlich fetten Push hingelegt. Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. Aber es war unglaublich. Ja, es war unglaublich und ich hoffe mal, das kleine Dungeon-Push-Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Es wird die Tage auf jeden Fall auch noch so weitergehen. Ne? Und also nicht ganz so hart wie heute. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen wieder, Zeit ins Land streichen lassen und danach, ja, ihr seht ja dann, ne, wenn es soweit ist. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Bewertung da, ja, schreibt einen Kommentar, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, bleibt gesund, bleibt stabil. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.